Du weißt genau, was du willst. Ich möchte in Deutschland studieren. Wunderbar. Bei der Bewerbung ist eines sehr wichtig: dein Motivationsschreiben. Was da rein muss und was nicht, das zeigen wir dir jetzt. Klar, du weißt, warum du in Deutschland studieren willst. Und du wirst auch nicht viel Zeit verlieren, das zu schreiben. Doch lass dir genügend Zeit. Beginne früh genug mit deinem Motivationsschreiben. Nicht umsonst lautet ein deutsches Sprichwort: Gut Ding will Weile haben. Beginne dein Motivationsschreiben nicht damit, deinen Lebenslauf zu wiederholen. Den hast du ja bereits geschrieben. Im Motivationsschreiben sollte es um andere Dinge gehen. Was ist dein berufliches Ziel? Wo willst du nach deinem Studium arbeiten? Wenn du später in deinem Traumjob arbeitest, wie möchtest du dich dann in deinem Heimatland einbringen? Zum Beispiel in sozialer, technischer oder politischer Hinsicht. Lass hier gerne Wissen aus Büchern oder deine persönlichen oder beruflichen Erfahrungen einfließen. Schreib, wieso du dich für dein Wunschprogramm bewirbst. Welche Kurse sind für dich und deine berufliche Weiterentwicklung oder Zukunft wichtig? Auch diese Fragen sind relevant. Wieso bist du der richtige Bewerber für das Programm? Welche Kenntnisse und welche Fähigkeiten hast du bereits in deiner Ausbildung gesammelt? Hast du schon Berufserfahrung? Hast du schon mal in einer Organisation gearbeitet, wie einer NGO oder einer Studentenorganisation? Wie schätzt du deine eigene Persönlichkeit ein? Betone gern deine Stärken, aber übertreibe nicht. Erkläre, wieso du in Deutschland studieren möchtest. Wo gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zum Studium in deinem Heimatland? Sprich am besten mit anderen Studierenden, die schon mal in Deutschland waren. Gibt es etwas in Deutschland, das als Vorbild für dein Land dienen kann? Gibt es zum Beispiel technische Innovationen, die du gerne in deinem Heimatland übernehmen möchtest? Gibt es deutsche Institutionen, Organisationen oder Unternehmen, die du während deines Aufenthalts besuchen möchtest? Ein paar Tipps noch zum Schluss. Bereite dein Motivationsschreiben gut vor. Recherchiere die Fragen, die du in deinem Motivationsschreiben beantworten willst. Dann schreibst du eine Gliederung und erst danach den Text. Die Gliederung und die Fragen sollten aber nicht im Motivationsschreiben stehen. Du musst auch nicht alle Fragen beantworten, denn dein Schreiben sollte nicht mehr als ca. 500 Wörter haben und maximal 1,5 Seiten lang sein. Beginne mit einem Briefkopf, mit deinem Namen, deiner Adresse und deiner Telefonnummer. Schaffe eine Struktur mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Bilde Absätze mit Leerzeilen. Benutze Schriftgröße 11 und am besten eine dieser Schriftarten: Times New Roman, Arial, Bookman, Helvetica oder Tahoma. Vermeide Plattitüden, Floskeln und Schmeicheleien. Bleib sachlich und reflektiert. Und vor allem achte auf deine Grammatik und Rechtschreibung. Darauf wird bei deiner Bewerbung sehr geachtet. Am besten bittest du Freunde, Kollegen oder deine Familie, deinen Text zu lesen und auf Fehler zu kontrollieren. Wenn du auf diese Dinge achtest, kann mit deinem Motivationsschreiben eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir wünschen dir viel Erfolg für deine Bewerbung.